Einer der schwersten Punkte, mit denen ich mich auf meinem Weg der letzten 10 Jahre auseinandersetzen musste, war das Gefühl, nicht zu funktionieren. Weil wir erst durch meinen Schritt hin zu erkennen, ich brauche eine Auszeit, ich kann nicht mehr funktionieren, ich möchte auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Erst dann wurde mir bewusst, wie sehr ich in diesem Gefühl des Funktionierens gelebt habe. Ich habe immer wunderbar funktioniert, ganz toll. Ich war getrieben von so einem Perfektionismus, alles perfekt zu machen und richtig zu machen und immer fröhlich zu sein und lustig zu sein und Party zu machen. Und ich muss spontan sein, obwohl ich schon als junger Mensch wusste, ich habe keinen Bock, spontan zu sein. Ich will lieber kontrollieren und planen. Und dann kamen die Panikattacken, dann kam die Angststörung und die Depression und die Multiple Sklerose und mit was ich noch als diagnostiziert wurde. Und die ersten Jahre war mein Ziel einfach nur, weiter zu funktionieren. Ich bin aus dem Studium ausgeschieden, kurz vor meinem Abschluss. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich war das erste Mal 9 Monate krankgeschrieben. Und da war mein Ziel, weil das muss man sich immer in Therapien setzen, Ziele, wo man hin möchte. Und mein Ziel war, erstmal wieder arbeiten gehen können, Geld verdienen und dann mein Studium fertig machen. Also 9 Monate und dann nimmt man auch Medikamente, oder ich habe auch Medikamente genommen, um wieder zu funktionieren, um wieder Teil dieser Gesellschaft zu werden. Diese Video gern alle da draußen, die das Gefühl haben, nicht mehr zu funktionieren, auch nicht mehr funktionieren zu wollen. Und irgendwie das Gefühl zu haben, oh, dann wird man von der Gesellschaft ausgeschlossen. Dann ist man kein Teil dieser Gesellschaft mehr, weil diese Gesellschaft basiert auf dem Fundament des Funktionierens. Wir glauben, oder das ist das Gefühl, was viele von uns, in Anführungsstrichen von denen, die nicht mehr funktionieren können, bekommen das Gefühl von, wenn du nicht mehr funktionierst, bist du nichts mehr wert, bist du nichts mehr wert. Viele Rentner kennen dieses Gefühl bestimmt auch, weil sie auf einmal kein Teil der Gesellschaft mehr sind, sondern auf einmal sind sie nicht mehr funktionell. Und das, was sie ihr Leben lang gelernt haben, gerade andere Generationen sind ja nochmal extremer, die Nachkriegsgeneration, wo es wirklich darum ging, für das physische Überleben musste funktioniert werden. Jeder musste funktionieren, damit wir physisch überleben können. Die in den Beruf eingestiegen sind, den Rest ihres Lebens in diesem Beruf gearbeitet haben, um ihre Familie zu ernähren, um ein Haus bauen zu können, um alles zu erreichen, was sie jetzt erreicht haben. Und dann gehen sie in die Rente und auf einmal gibt es nichts mehr zu funktionieren. Welches Gefühl steckt dahinter? Das Gefühl, nichts mehr wert zu sein. Das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein, bedeutet zu funktionieren und bedeutet einen Wert zu haben, einen Wert einzubringen. Und auf einmal ist das nicht mehr möglich. Mein Körper und meine Psyche haben mich gezwungen, sich dieses Konstrukt, dieses künstliche Konstrukt, was von unserer Gesellschaft geschaffen wurde, mal anzuschauen und zu gucken, was macht es mit mir, immer funktionieren zu müssen. Ich nenne es das böse F-Wort unserer Gesellschaft, funktionieren. Nachdem ich wieder ins Studium, wieder zur Arbeit bin, dann ins Studium, war nicht alles super duper und dann kam der nächste Schlag und die nächsten Panikattacken, die mich runtergezogen haben und die nächste Behandlung, die es noch schlimmer gemacht hat und die nächste Psychotherapie, die mich noch weiter in diese Hölle hineingestoßen haben. Und ich konnte nicht mehr funktionieren. Es war nicht mehr möglich zu funktionieren. Es war nicht mehr möglich, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und mich damit auseinanderzusetzen, meinem Leben Wert zu geben, ohne dass mir jemand im Außen diesen Wert zuspricht. Ich war 6 Jahre krankgeschrieben, habe von damals Hartz IV gelebt. Das hat mich gar nicht so sehr gestört, aber auch das soziale Umfeld existiert inzwischen gar nicht mehr in meinem Leben. Niemand mehr von diesen Menschen. Nicht Absicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Absicht gemacht hat im Sinne von, sie ist so eine Harzerin. Aber dass das automatisch passiert, wenn man auf einmal nicht mehr in dieser funktionalen Blase der Gesellschaft ist. Und auf einmal muss man erkennen, wo liegt denn dann mein Wert, wenn ich nicht funktioniere? Wo liegt mein Wert, wenn ich nicht mehr das leisten kann, was andere von mir möchten, dass ich leiste? Und da eine Ruhe hineinzubringen, zu sagen, ja,
Ich kann nicht mehr funktionieren aktuell. Und das ist okay so. Weil mein Leben hat auch Wert, ohne dass ich funktioniere. Ohne dass ich meine Funktion beweisen muss jemand anderem gegenüber. Sondern einfach, weil ich lebe, weil ich ein menschliches, fühlendes Wesen bin auf diesem Planeten Erde, gibt mir das einen Wert, den niemand im Außen bemessen kann. Keine Social Media Likes, keine, hey, ich habe so und so viele Follower oder ich habe eine 1 in Mathe oder ich habe eine Gehaltserhöhung von meinem Chef bekommen, können etwas an diesem Wert kratzen oder ihn steigern oder nicht steigern, weil all das ist Fremdwert und kein Selbstwert. Und mich damit auseinanderzusetzen mit diesem, wie viel Wert hat mein Leben auf diesem Planeten, wenn ich nicht Teil dieser Gesellschaft bin. Das ist ja der nächste Schritt, zu erkennen, ey, scheiße, ich funktioniere nicht und jetzt kann ich mich echt ärgern über die Gesellschaft, die mich ausschließt. Oder ich finde meinen eigenen Wert und sage, vielleicht ist es gar nicht an mir, Teil dieser Blase in der Gesellschaft zu sein, Teil dieser funktionellen Blase zu sein, sondern zu erkennen, jedes einzelne Leben hat einen Wert in irgendeiner Form, weil es trägt Wert zu unserer Gesellschaft bei. Es trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft multidimensional, multifacettet wird. Genau das macht doch unsere Gesellschaft aus, dass wir so viele sind, so unterschiedliche Individuen, jeder einzelne von uns. Aber unsere Funktion wird gemessen an, kann ich arbeiten gehen, kann ich in die Sozialkassen einbezahlen oder bin ich eine Sozialschmarotzerin, weil ich mich darauf ausruhe. Leider gibt es diese Gespräche auch in meinem Leben, wo mir Menschen durch die Blume sagen, es traut sich keiner direkt mich darauf anzusprechen, aber wo mir durch die Blume gesagt wird, ich habe immer gearbeitet, egal wie schlecht es mir ging. Ja, das tut mir sehr leid für dich, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du mit diesem Strom mitschwimmen musstest. Ich glaube, mein wahrer Wert liegt in mir und ich kann diesen Wert nur finden, wenn ich mich von dem Außen löse und schaue, was macht mich eigentlich aus. Zum Beispiel in meinem Fall war es kreativ zu werden. Ich habe immer geglaubt, ich bin gut im Kopieren, ich bin gut im Nachmachen, ich bin gut im Befehle befolgen. Und dann zu erkennen, hey, aber ich habe Kreativität in mir und die möchte irgendwo hin, die möchte rausgelassen werden. Und trage ich nicht mit dieser Kreativität auch etwas zu dieser Gesellschaft bei, auch wenn ich in keine Sozialkasse einzahle. Und zu erkennen, wie viel Wert hat die Funktion, arbeiten zu gehen, funktionieren zu müssen. Das muss auch nicht mal Arbeit sein, das kann auch in der Familie sein. Ich muss auch für die Familie funktionieren, richtig? Für meine Kinder, für meinen Mann, für meine Eltern, für wen auch immer. Ich muss Geburtstage organisieren und Weihnachten und ich muss mich schminken und hübsch machen, damit sie alle glauben, alles ist total super duper in Ordnung gerade. Ist das nicht traurig? Müsst ihr funktionieren für eure Familie? Schöner wäre es auch zu sagen, das kommt von mir selbst heraus, aus mir selbst heraus. Ohne dass ich mich dazu zwingen muss. Ohne dass ich mich zwingen muss zu funktionieren und etwas zu tun, wo ich vielleicht gerade gar nicht in der Lage zu bin. Nur damit andere das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist. Und letzten Endes geht es gar nicht um das Gefühl der anderen, sondern darum, dass mir es dann das Gefühl gibt, schau, ich funktioniere noch, ich habe einen Wert. Ich kann weiterhin Geburtstage organisieren oder arbeiten gehen. Und den Wert darin zu finden, ich selbst zu sein und nicht funktionieren zu müssen, sondern funktionieren zu dürfen. Also habt den Mut, dass ihr funktionieren dürft und nicht müsst.